Nach Berechnungen der Weltbank leben aktuell über 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Das bedeutet, mehr als 9% der Weltbevölkerung haben weniger als 2,15 $ pro Tag zur Verfügung. Sie können sich keine medizinische Gesundheitsversorgung leisten, ihre Kinder sterben an harmlosen und leicht heilbaren Krankheiten wie beispielsweise Durchfall. Sind wir moralisch verpflichtet, diesen Menschen zu helfen? Ja, sagt Peter Singer und begründet diese Antwort mit seinem berühmten Gedankenexperiment vom Kind im Teich. Auf dem Weg zur Arbeit kommst du an einem kleinen Teich vorbei. Manchmal an heißen Tagen spielen Kinder dort. Das Wasser ist nur knietief. Doch heute ist das Wetter eher kühl. Es ist noch sehr früh am Tag und deshalb bist du überrascht, dass ein Kind im Wasser planscht. Als du näher kommst, siehst du, dass es sich um ein Kleinkind handelt, das hilflos mit den Armen rudert. Es kann nicht richtig stehen und schafft es auch nicht, das Ufer zu erreichen. Du schaust dich um und suchst nach den Eltern oder einem Babysitter, aber es ist niemand zu sehen. Das Kind kann seinen Kopf immer nur für wenige Sekunden über Wasser halten. Wenn du nicht sofort handelst, wird es ertrinken. In den Teich zu warten dürfte kein Problem sein für dich, aber du wirst dir dabei wohl deine Schuhe ruinieren, die du gerade erst vor ein paar Tagen gekauft hast, und deine Kleidung wird nass und schmutzig werden. Bis du das Kind gerettet, die Eltern oder den Babysitter gefunden und dich umgezogen hast, wird so viel Zeit vergangen sein, dass du zu spät zur Arbeit kommst. Was solltest du tun? Dieses berühmte Gedankenexperiment stammt von dem australischen Philosophen Peter Singer, einem der Gründer des effektiven Altruismus. Singer engagiert sich für die Bekämpfung der weltweiten Armut und spendet jährlich mindestens 1/3 seines Einkommens für wohltätige Zwecke. Mit dem Gedankenexperiment möchte er verdeutlichen, dass wir moralisch verpflichtet sind zu helfen, selbst wenn uns dabei erhebliche persönliche Nachteile entstehen. Das ertrinkende Kind würden wir sofort und ohne weitere Überlegungen retten, auch wenn wir dadurch unsere Kleidung ruinieren und zu spät zur Arbeit kommen. Gleichzeitig spenden wir nichts für Menschen, die leiden oder sogar sterben, weil sie nicht genug zu essen, keine Unterkunft und keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Singers Argument hat folgende Struktur. Prämisse 1: Dass Menschen wegen eines Mangels an Nahrung, Unterkunft und medizinischer Versorgung leiden oder gar sterben müssen, ist schlimm. Prämisse 2: Wenn es in unserer Macht steht, etwas Schlimmes zu verhindern, ohne dass wir dadurch selbst etwas ähnlich Schlimmes erleiden müssen, dann ist es verwerflich, dies nicht zu tun. Prämisse 3: Wenn man wirksamen Hilfsorganisationen Geld spendet, kann man das Leiden verhindern, das durch einen Mangel an Nahrung, Unterkunft und medizinischer Versorgung entsteht, ohne dass man sich selbst diesem Mangel aussetzt. Schlussfolgerung: Wer kein Geld an Hilfsorganisationen spendet, handelt falsch. Laut Singer bedeutet moralisch gutes Handeln nicht nur, nichts Schlechtes zu tun. Es kann auch moralisch schlecht sein, das Richtige nicht zu tun. Es ist moralisch schlecht, nicht zu helfen und kein Geld zu spenden an Menschen, die dieses dringend zum Überleben brauchen, zumal wenn man selbst über ausreichenden Lebenskomfort verfügt. Wir leben in der westlichen Gesellschaft sehr bequeme, luxuriöse Leben und geben Geld aus für Dinge, die wir nicht brauchen. Gleichzeitig leben in anderen Teilen der Welt über 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Sie sterben an gut behandelbaren Krankheiten oder sind blind, weil sie sich eine einfache Operation nicht leisten können. Mit wenig Geld könnten wir hier viel erreichen. Leben retten, eine medizinische Behandlung ermöglichen, erreichen, dass Mädchen zur Schule gehen können. Es geht Singer darum, unnötiges Leiden zu reduzieren, wenn dies möglich ist, und zwar so effektiv wie möglich. Dennoch bringen Menschen zahlreiche Ausreden vor, um nicht spenden zu müssen. Betrachten wir einige dieser Ausreden einmal genauer. Unter anderem der Philosoph Paul Gomberg vertritt die These, dass Philanthropie unsere Aufmerksamkeit von den institutionellen Ursachen der Armut, seiner Ansicht nach ist das der Kapitalismus, ablenkt und verhindert, radikale Alternativen zur bestehenden Gesellschaftsordnung zu finden. Gegen dieses Argument wendet Singer ein, dass es für den Einzelnen unrealistisch ist, einen systematischen Wandel der Weltordnung herbeizuführen, welche extreme Armut völlig beenden würde.
Man sollte daher seine Zeit und Ressourcen lieber für Projekte nutzen, die realistische Chancen bieten, zumindest die Not einiger Menschen wirklich lindern zu können. Eine zweite Ausrede ist, dass man Menschen in eine Abhängigkeit bringt, wenn man ihnen Geld oder Nahrung gibt. Auch Singer plädiert dafür, Menschen nur in akuten Notlagen mit Lebensmitteln zu versorgen, um den lokalen Markt nicht zu zerstören. Wissenschaftliche Studien belegen jedoch, dass sich direkte Geldspenden an Menschen in Armut eindeutig positiv auf deren Leben auswirken. Vor allem Unternehmer bringen häufig den Einwand vor, dass ihr Geld besser investiert sei, wenn sie es in ihr eigenes Unternehmen stecken, als wenn sie es für wohltätige Zwecke spenden. So könne mehr Geld generiert werden, das dann anschließend gespendet werden könne. Warren Buffett beispielsweise hielt an seiner ersten Million fest, gründete ein eigenes Unternehmen und konnte später insgesamt 31 Milliarden Dollar an die Gates Foundation spenden. Jedoch verfügen nur sehr wenige Menschen über ein ähnliches finanzielles Geschick wie Warren Buffett. Die Mehrheit der Menschen kann laut Singer früher Geld für die Ärmsten der Welt spenden. Einer der häufigsten Einwände ist, dass bereits riesige Summen in die Armutsbekämpfung in Ländern mit niedrigem Einkommen investiert worden sei und dort dennoch immer noch Millionen Menschen in extremem Elend leben. Die Bekämpfung globaler Armut wird als hoffnungslose Aufgabe, als unlösbares Problem angesehen. Singer betont jedoch die großen Fortschritte in der Armutsbekämpfung der letzten Jahrhunderte. Es ist ein Mythos, dass sich nichts verbessert hat. Bereits im 18. Jahrhundert behauptete der englische Ökonom und Geistliche Thomas Malthus, dass das Bevölkerungswachstum das Nahrungsmittelangebot stets übersteige. Würden nicht Epidemien oder Seuchen die Weltbevölkerung minimieren, so täten dies gigantische, unvermeidliche Hungersnöte. Singer widerspricht dieser Prognose. Selbst wenn die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 voraussichtlich auf eine Größe von 9,8 Milliarden Menschen ansteigen wird, stellt unsere Erde mehr als genug Nahrung für alle Menschen auf der Welt zur Verfügung. Problematisch ist seiner Ansicht nach jedoch, dass in den ärmsten Ländern der Welt die Bevölkerung am schnellsten wächst. In diesen Ländern könnte durch konkrete Maßnahmen wie beispielsweise Bildungsangebote für Mädchen oder moderne Verhütungsmethoden ein besserer Lebensstandard erreicht werden. Es ist heute erwiesen, dass mit einem höheren Lebensstandard die Geburtenrate sinkt. Viele Menschen befürchten, dass ihre Spende Menschen nicht wirksam hilft. Singer betont, dass heutzutage unabhängige Institute sowohl die Wirksamkeit bestimmter Hilfsmaßnahmen als auch die Wirksamkeit wohltätiger Organisationen evaluieren. Die Organisation GiveWell beispielsweise garantiert, dass die von ihnen empfohlenen Wohltätigkeitsorganisationen Menschen in extremer Armut hochwirksam unterstützen. Neben den genannten Ausreden halten uns mehrere Aspekte der menschlichen Psychologie davon ab, Menschen in extremer Armut zu helfen, vor allem wenn sie uns nicht als individuelle Personen auffallen. Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen der Situation am Teich und der Hilfe für arme Menschen in anderen Teilen der Welt. Ein wichtiger Umstand, der Menschen vom Helfen abhält, ist emotionale Distanz. Das ertrinkende Kind stirbt vor unseren Augen, während afrikanische Kinder weit von uns entfernt verhungern. Wenn das Opfer kein Gesicht hat, fehlen die Emotionen, zum Beispiel Mitleid, die uns motivieren könnten, zu helfen. Bei der Analyse von Situationen und der anschließenden Entscheidung für eine Handlung laufen zwei voneinander unabhängige Prozesse ab. Das affektive, intuitive, instinktive System reagiert auf Bilder und Geschichten, wertet sie blitzschnell aus und trifft eine intuitive Entscheidung. Ein Individuum in Not löst eine Emotion aus und führt direkt zu einer Handlung. Das deliberative, abwägende System hingegen greift auf unsere analytischen Fähigkeiten zu. Es lässt sich nicht von Emotionen leiten, sondern bewertet logische Zusammenhänge und Fakten. Dieser Prozess verläuft langsamer als die affektive Reaktion und führt auch nicht unmittelbar zu einer Handlung. Selbst Mutter Teresa hat zugegeben: Wenn ich die Masse vor mir sehe, werde ich nicht handeln, aber erkenne ich den einen, werde ich es tun. Vor 250 Jahren forderte der Philosoph und Ökonom Adam Smith seine Leser auf, sich vorzustellen, das gesamte chinesische Kaiserreich mit seinen Myriaden von Bewohnern werde plötzlich von einem Erdbeben verschluckt.
Wie würde ein Europäer mit Menschlichkeit, der keine besonderen Beziehungen zu diesem Teil der Welt hat, auf diese Nachricht reagieren? Smith war sich sicher, er wird weiter seinen Geschäften oder Vergnügungen nachgehen, und zwar mit derselben Selbstverständlichkeit und Gelassenheit, als ob diese Katastrophe nie stattgefunden hätte. Unsere heutigen Reaktionen auf weit entfernte Krisen und Katastrophen geben Smith recht. Wir reagieren oft gleichgültig und spenden Fremden stets weniger als den Menschen, die in unserem eigenen Land Hilfe benötigen. Diese relative Gleichgültigkeit gegenüber Fremden lässt sich evolutionsgeschichtlich leicht erklären. Menschen sind soziale Säugetiere, die ihren Nachwuchs nach der Geburt noch viele Jahre versorgen müssen. Unsere Sorge um das Wohlergehen anderer konzentriert sich daher vor allem auf die nächsten Verwandten, auf unser direktes soziales Umfeld sowie auf die Mitglieder unseres Stammes oder unserer Gemeinde. Um heutzutage extremes Elend bekämpfen zu können, müssen wir uns jedoch auf weit entfernte Länder konzentrieren, da dort die große Mehrheit der armen Menschen lebt und unsere Spenden dort am meisten bewirken. Ein weiterer Grund, nicht zu helfen, ist, dass Menschen annehmen, ihre Hilfe sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Während wir das ertrinkende Kind im Teich mit Sicherheit retten können, ist es uns nicht möglich, alle Menschen in Not zu retten. Psychologen nennen dieses Phänomen Vergeblichkeitsdenken. Untersuchungen belegen, dass Menschen eher bereit sind, Unterstützung zu leisten, wenn sie 80% von 100 Menschen in Not helfen können, als wenn sie nur 20% von 1000 Menschen retten können. Sie würden eher die 80 Leben aus dem ersten Szenario retten, als die 200 aus dem zweiten, selbst wenn der finanzielle Aufwand für die Rettung beider Gruppen gleich groß ist. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir im Teichbeispiel die einzige Person sind, die helfen kann, während Millionen anderer Menschen spenden könnten. In Deutschland und vielen anderen Ländern ist es sogar juristisch geregelt, dass man dem ertrinkenden Kind in irgendeiner Form helfen muss. Ließe man das Kind einfach ertrinken, würde man wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft. Unsere Bereitschaft zu helfen nimmt jedoch rapide ab, wenn die Verantwortung nicht bei uns allein liegt. Besonders eindrücklich zeigt dies ein Verbrechen, das 1964 in den USA stattfand. Als Kitty Genovese, eine junge Frau aus dem New Yorker Stadtteil Queens, brutal überfallen und ermordet wurde, schauten oder hörten Medienberichten zufolge 38 Menschen in benachbarten Wohnungen zu, ohne Hilfe zu leisten. Mehrere psychologische Untersuchungen konnten dieses Phänomen des Zuschauereffekts bzw. der Verantwortungsdiffusion später belegen. Ein weiterer psychologischer Effekt, der Menschen davon abhält, zu helfen, ist das sogenannte Gerechtigkeitsdilemma. Dieser Effekt tritt ein, wenn wir das Gefühl haben, wir leisten mehr als andere, und kann ebenfalls evolutionsgeschichtlich erklärt werden. Im Ultimatumspiel konnte nachgewiesen werden, dass unser Sinn für Gerechtigkeit so stark ist, dass wir bewusst Nachteile in Kauf nehmen, um zu verhindern, dass jemand anders mehr als seinen gerechten Anteil bekommt. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wenn dich dieses spieltheoretische Experiment genauer interessiert. Ist es also gegen unsere Natur, armen Menschen in weit entfernten Ländern zu helfen? Entbinden uns diese Intuitionen von unserer moralischen Verpflichtung, Hilfe zu leisten? Laut Singer nein. Seiner Ansicht nach sind wir verpflichtet, die größtmögliche Anzahl von Menschen zu retten, unabhängig davon, ob wir die Opfer kennen und wo sie leben. Es geht darum, optimal Gutes zu bewirken, unabhängig von persönlichen Gefühlen und Landesgrenzen. Dabei sollten wir nicht auf die Zahl derer fokussieren, die wir nicht retten können, sondern auf die große Zahl derer, denen wir tatsächlich helfen können. Auch die Idee der Verantwortungsdiffusion entbindet uns nicht von unserer moralischen Pflicht zu helfen. Dass theoretisch sehr viele andere Menschen auch helfen könnten, bedeutet nicht, dass sie dies auch tatsächlich tun. Verhaltensmuster, die es unseren Vorfahren ermöglicht haben, zu überleben und sich fortzupflanzen, bedeuten unter den heutigen, sehr veränderten Umständen für uns und unsere Nachkommen oft keinen Vorteil mehr. Und selbst wenn bestimmte Intuition oder Reflexe für unser Überleben und unsere Fähigkeit, uns fortzupflanzen, auch heute noch relevant sein sollten, heißt das noch lange nicht, dass sie moralisch richtig sind. Laut Singer sollten wir unsere Entscheidungen nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern von der vernünftigen Erkenntnis, dass die Bedürfnisse anderer Menschen genauso zählen wie unsere eigenen.
Wie ist deine Meinung? Sind wir moralisch verpflichtet, armen Menschen zu helfen? Spendest du persönlich Geld? An welche Organisation? Im nächsten Video erfährst du, welche Art von Hilfe der effektive Altruismus für die wirksamste hält und welche Kritik man an dieser Bewegung üben kann. Wenn du noch effektiver lernen möchtest und gleichzeitig meine Arbeit unterstützen willst, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!